Herr Volker Kronenberg, vielen Dank, dass Sie hier bei uns sind. Ja, gerne, Herr Bauer. Herr Kronenberg, was nehmen wir denn jetzt mit nach diesen 2 Tagen, gestern und heute bis zu diesem Nachmittag? Was hat uns Meseberg gebracht? Herr Meseberg hat vor allen Dingen ein Bild gebracht, einen Eindruck, und der wurde auch am Ende dieser Pressekonferenz der Kanzlerin und des Vizekanzlers noch mal verbalisiert. Diese Regierung ist handlungsfähig, ist entscheidungsfreudig und blickt auch in die Zukunft. Und das sind natürlich Signale, die nicht zufällig am heutigen Tag, wir dürfen ja nicht vergessen, heute Abend das Finale der beiden Doppelpaarungen um den SPD-Vorsitz, eine Woche nach der Halbzeitbilanz vor den Parteitagen von CDU und SPD. Das ist ja kein Zufall, dass eine solche Klausurtagung jetzt stattfindet und dass man hier, und Sie haben ja die Themen angedeutet, es sollte zunächst ja im engeren Sinne nur um Digitales gehen, aber das ganze Spektrum wurde doch erweitert, dass man eben hier Handlungsfähigkeit unter Beweis stellt. Konkret, dass man hier auch diese Zukunftsthemen, Stichwort Digitalgipfel, das ist Mobilfunkfragen, das ist aber auch die Frage künstliche Intelligenz, Investitionen in diesem Bereich und anderes mehr, dass man das eben in den Blick nimmt, dass man darüber diskutiert, dass man Experten einlädt, dass man aber auch schon Vereinbarungen trifft, dass man Geld in die Hand nimmt. Man will also keinen Zweifel daran lassen, dass man arbeitswillig, arbeitsfähig ist und die Zukunft im Blick hat. Also der Blick, meine Damen und Herren, heute Abend, da sind wir heute Abend natürlich dann auch hier bei Phoenix ab 19 Uhr live. Die letzte Debatte der 2 übrig gebliebenen Paare rund um den SPD-Vorsitz. Sehen Sie dann hier ab 19 Uhr auch live bei Phoenix. Also ist das, Herr Professor Kronenberg, dann auch ein Stück weit PR, ein Stück weit Wirken nach außen, was wir da eben jetzt mit Meseberg erlebt haben? Ja, auch. Auch. Nicht nur, auch. Es ist natürlich auch in der Substanz. Ich habe ja gesagt, Beschlüsse wurden gefasst. Aber hier kann man dann natürlich kritisch nachfragen, wieso erst jetzt? Wieso gibt es diese Funklöcher? Wieso muss es denn jetzt diese Digitaloffensive geben? Natürlich weiß man dort am Kabinettstisch auch, dass man hier über Jahre hinweg säumig geblieben ist, dass man im Mittelfeld ist, dass man nicht unter den Spitzenreitern sich befindet, dass der französische Präsident viel mehr Geld schon in die Hand genommen hat und andere Staaten eben auch. Dass man also hier ein Stück weit, wie es manch kritische Studie doch so intoniert, dass man hier Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren bei den Investitionen in die Bereiche künstliche Intelligenz, überhaupt Digitalisierung. Dass man dann auch die weiteren Folgen, Wandel der Arbeitswelt, die ethisch-moralischen Aspekte mit in den Blick nimmt, ist absolut sinnvoll. Aber noch einmal, die Frage ist erstens, warum erst jetzt? Dann ein Aktionismus. Und das Letzte dann auch, und das verbindet sich natürlich auch immer mit der Frage nach dieser Koalition, was ist eigentlich das große Ganze? Wohin will man eigentlich? Die Summe dieser kleinteiligen Dinge, naja, man will vorne mitspielen. Was heißt das denn? Wohin will man denn das Land entwickeln? Was ist denn die Idee der nächsten 20, 30 Jahre? Das sind natürlich Fragen, die man sich da auch gefallen lassen muss. Die Bundesregierung würde wahrscheinlich antworten, naja, wir haben ja jetzt erst die 5G-Lizenzen verkauft, ja, das Geld ist da reingekommen. Jetzt haben wir eben schon gehört, das war ja auch eine der Kritiken, dass die Bundesregierung genau dieses Geld jetzt auch sogar nutzt, um den 4G, also das etwas schlechteren Standard, aber offenbar die Basis, ich bin kein Techniker, aber wie ich gelesen habe, die Basis für das 5G-Netz zu verbessern. Insofern sind Sie da vielleicht ein Stück weit zu kritisch gegenüber der Bundesregierung, weil sie eben doch jetzt zur Hälfte ja erst der Legislaturperiode ja nun zu diesem Thema kommt. Es geht gar nicht darum, ob ich kritisch bin. Es geht darum, letztendlich Sie haben es angedeutet, diese technischen Details, ob 4G oder 5G und wie viele Strommasten wo stehen oder Mobilfunkmasten, das ist nicht der Punkt, sondern dass man den Wählerinnen und Wählern der Bürgerschaft, und das ist die Pflicht letztlich auch der Politik, dass man das Ganze in eine Leitidee, in eine Philosophie dann doch auch einbettet. Dass man so etwas wie einen Aufbruch, wir sprechen über einen Digitalgipfel. Und dann haben wir sehr viel Kleinteiliges präsentiert bekommen. Wir haben auch versucht zu analysieren, warum man das heute getan hat und warum man das sehr einmütig getan hat. Vor dem Hintergrund dieser Veranstaltungen, die jetzt unmittelbar zeitlich folgen. Aber noch einmal, wohin will denn die Politik? Wohin will die Bundesregierung, die Bundesrepublik in diesem Bereich?
Und das, Herr Bauer, verbindet sich ja sehr kritisch, und das werden wir heute Abend bei der SPD doch immer wieder auch hören. Bleibt man in der Regierung oder nicht? Da geht es ja nicht um einzelne Mobilfunkmasten, sondern da geht es um die grundsätzliche Richtung. Wo will man hin im Bereich der Europapolitik, der Außensicherheitspolitik, des Sozialen oder jetzt des Digitalen? Und da fehlt sozusagen die zündende Leitphilosophie. Zumindest haben wir gerade bei der Pressekonferenz nicht den Eindruck vermittelt bekommen, dass man das jetzt sich aufdrängt, dass man das jetzt den Bürgerinnen und Bürgern so erklären möchte.